So, an der Südspitze von Heimaey gibt es hier so einen kleinen Ausblick auf Puffins. Wir sehen die ersten Puffins, die sind so süß. Ja, sind ganz so klein. Kleiner als erwartet. Einen wunderschönen guten Morgen am 2. Juli 2020. Wir stehen direkt vor der Fähre nach Heimaey. Die fährt hier gerade ein. Wir stehen mit dem Auto da, weil wir auch mit dem Auto rübersetzen, damit wir da mobil sind. Kostet mit 2 Personen und einem kleinen Auto 11.000 Kronen. Da kommt schon die Herjolfur. Da fahren wir dann gleich rauf. Wir frühstücken gemütlich. Dann geht es um 8.15 Uhr also mit der ersten Fähre hin. Geplant ist, die Fähre um 19.30 Uhr zurückzunehmen. Man sieht da hinten schon so ein bisschen die Inseln. Es ist leider ein bisschen neblig heute. Mal schauen, wie die Sicht so wird. Hoffentlich das erste Mal Puffins sehen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir irgendwie auf die Fähre kommen, frühstücken und dann 3-4 Stunden ungefähr wird drüber gefahren. Hoffentlich nicht so viel Wellengang und dann schauen wir mal, was es da zu sehen gibt. Bei der Fähre angekommen, alles gar kein Problem. Die Fähre war vielleicht zu einem Zehntel gefüllt mit Autos und auch Passagiere war nicht viel. Jetzt gehen wir erstmal rauf auf den Eltfell, den Vulkankrater. Und das schon mit ziemlich geiler Aussicht. Das ist schon eine geile Insel, schon die Einfahrt an den Klippen da vorne vorbei. Das war schon ziemlich geil. Und kaum Wellengang, kaum Wind. Aber kalt hier. Angekommen auf den Eltfell, Blick in den Hafen und die Gebirgsreihen und auch auf die südliche Seite der Insel und auf diese kleinen vorgelagerten Inseln, ziemlich geil. 2 kleine Inseln, wo jeweils nur ein Haus drauf steht, für alle Menschenhasser. Eigentlich wäre es für uns also auch ganz geil. Wir haben echt Glück mit dem Wetter, es ist kaum Wind. Coole Sicht, also geile Insel. Heimaey, wie auch immer, ist ein Tipp.
So, an der Südspitze von Heimaey gibt es hier so einen kleinen Ausblick auf Puffins. Wir sehen die ersten Puffins, die sind so süß. Ja, ganz so klein. Kleiner als erwartet. Geht so ein bisschen Richtung Pinguine, die flattern wie so, keine Ahnung. Das ist wild. Ja, das ist echt geil. Mal gucken, wie ich hier ein paar Aufnahmen hinkriege aus diesen Skischäten hier. Richtig süß, Ja. richtig cool. Hier an der Südspitze quasi von Heimaey ist angeblich der stürmischste Punkt Europas. Wir haben also anscheinend sehr viel Glück, dass hier fast windstill ist. Ja. Am Hafen nochmal Aufstieg auf dem Blattendur. Wir sind schon, ich sag mal, 3/4 hochgekraxelt und richtig geilen Blick übers Meer. Teilweise soll man hier auch Wale sehen können. Es ist auch windstill, das ist ziemlich geil, das Wasser ist super ruhig. Wir haben jetzt noch keine Wale gesehen, aber ein paar Puffins auch hier schon wieder. Landschaftlich hammermäßig geil, macht echt Spaß. So, fast ganz oben drauf, das letzte Stück, muss man hier richtig klettern mit dem Seil. Deswegen haben wir Sachen da gelassen, Lissy ist nicht mitgekommen. Aber der Rundumblick, der lohnt sich natürlich in die Stadt. Vielleicht gehen wir nochmal da vorne, dann kann man Richtung Hafen gucken. Und hier einfach aufs offene Meer, das ist der Hammer. Wahnsinnig geil und geiles Wetter. Und dann auf der anderen Seite oben angekommen, Blick Richtung Hafen. Eigentlich noch geiler. Echt eine geile Insel. Klein, aber mega cool. It was at this moment that he knew. He fucked up. Also wie man sieht, hatten wir mega Glück gehabt, hier noch raufgekommen zu sein, in die letzte Ecke gequetscht, vorgezogen. Sonst hätten wir halt
nochmal 2,5 Stunden warten müssen auf der Insel. Man konnte halt schwer abschätzen, wie lange man braucht. Wir sind jetzt morgen mit der ersten Fähre hingefahren und jetzt mit der vorletzten zurück um 17 Uhr. Das hat uns halt gereicht. Wir hätten auch 2-3 Wanderungen machen können, aber wir sind echt im Arsch. Deswegen jetzt nur auf dem Campingplatz und dann einkaufen. So, ereignisreicher Tag geht zu Ende. Auf der Insel, wir sind jetzt zurückgefahren. Wir haben jetzt hier in Volksveluwe tatsächlich dann noch getankt, eingekauft und jetzt sind wir auf dem Campingplatz. Morgen, also Campingplätze sind hier relativ schwierig, tatsächlich. Richtig schwierig. Leider. Morgen geht es vom Seljalandsfloss dann mit dem Hochlandbus nach Thorsmörk. Und das haben wir eben gebucht. Morgens hin, also um 10 Uhr fährt der Bus, dann sind wir mittags da. Haben 5-6 Stunden zum Wandern und fahren dann abends um 18 Uhr wieder zurück. Und dann geht die Fahrt weiter. Deswegen morgen Thorsmörk, jetzt essen, schlafen gehen. Ja. Wir sind fertig. Ja.